Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns noch auf W27, denn wir warten gerade hier in der Gilde darauf, dass der Server gemerged wird. Eigentlich sollte er um 0 Uhr direkt gemerged werden bzw. eingefroren werden, damit der neue Fusionsserver entsteht. Aber wir spielen jetzt gerade hier noch die letzten Minuten, solange der Server noch online ist. Gerade Black Stories im Chat. Aber das tut in diesem Video heute mal nicht zur Sache. Ja, solange wir jetzt noch auf den fallenden Hammer warten, bis der Server hier eingefroren wird. Ja, wir haben hier schon so ein bisschen so eine kleine Weltuntergangsstimmung im Chat, sag ich mal. Ist ganz lustig auf jeden Fall. Ich muss kurz mal Pause machen hier. Ich spiele gleich weiter, denn heute soll es in dem Video hauptsächlich eigentlich darum gehen, wie fange ich da am besten an? Ich bin ja gesponsert, ja. So, das wissen ja bestimmt einige von euch da draußen, ne? Also ich bekomme meine Pilze von Playa bzw. von Shakes and Fidget gestellt, so, ne? Das ist ja kein Geheimnis. Ich habe auch einen Creator-Code, worüber ich anteilig auf jeden Fall auch, vergütet werde, ne? Das ist auch bekannt, dass dieser bei 5% liegt von eurem Einkauf, so, ne? Aber was bisher nicht bekannt war, ist folgendes, und zwar, wie viele Pilze bekomme ich denn gesponsert? Weil da ranken sich tatsächlich Mythen und Geschichten von so und so viel bis hin zu unendlich viele, dass ich alles hier wegdominieren könnte, so. Das war noch nie der Fall gewesen. Heute ist es öffentlich zugänglich für jeden von euch, was wir Creator tatsächlich an Pilzen bekommen. Denn das Ganze wurde ein bisschen, es wird heute ein Talk-Video, ne? Heute passiert nicht viel im Hintergrund an Gameplay, denn es wird, es wurde sich aus der Community beschwert, dass es zu Ungleichgewichten kommt zwischen den Content-Creatern und den Spielern. Da die Spieler sich benachteiligt gefühlt haben, dass wir Content Creator die Pilze quasi für umsonst bekommen und die Spieler dafür bezahlen müssen, trotzdem aber in der Rangliste sich halt um die Plätze duellieren. So, das kann ich komplett nachvollziehen, dass die Spieler, die um die Top 10 Plätze, weiß ich nicht, ne, Top 1, Top 2, Top 3, keine Ahnung, ne, also die sehr viel Geld in das Spiel reinstecken, und dann halt eben Content Creator da sind, die, denken, dass sie die Pilze für lau bekommen. So, ne? Dazu muss ich erstmal folgendermaßen sagen, klar, wir bekommen ein bestimmtes Pilzkontingent, das werde ich euch später jetzt auch zeigen, ne? Und klar, ist es auch nicht wenig gewesen. So, es ist aber nicht so viel gewesen, dass man als Content Creator auf den Top-Rängen mitspielen kann, kurz nach dem Serverstart, so, ne? Und das Ganze wurde ein bisschen angepasst und ein bisschen gebalanced, so. Bis zu einem bestimmten Grad finde ich das auch gut, weil das Ganze auch nach Level angepasst werden muss, weil im Early Game braucht man ein bisschen mehr Pilze, im Mid- und Late Game braucht man dementsprechend nicht mehr ganz so viele Pilze, weil man halt eben auch schon vieles freigeschaltet hat, und es geht primär darum, eigentlich für euch den Content zu zeigen, und was viele halt auch nicht nachvollziehen, die kein Content machen, die Spielerschaft von euch, ja, ihr steckt Geld in das Spiel und habt dafür eine Währung, die ihr bekommt. Die Content Creator machen erstmal Werbung für das Spiel. Also die werben das für das Spiel und verbreiten das erstmal. Das kann man schon mal mit den paar Pilzen, die wir bekommen, je nach Reichweite natürlich, nicht aufwiegen. Das sage ich euch so, wie es ist. Wie viele neue Spieler ich schon rangezogen habe, ohne jetzt mal abgehoben zu klingen, für das Spiel, die dann danach sehr viel Geld auch reingesteckt haben, das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Es ist auf jeden Fall einiges über die Jahre jetzt, und das bin ja nicht nur ich, das sind auch sehr viele andere Content Creator, die eine große Reichweite haben, und die machen erstmal aktiv Werbung für das Spiel. So, das ist erstmal schon Punkt 1. Punkt 2 ist, wir bezahlen auch ein Stück weit irgendwo mit unserer Lebenszeit, weil wir investieren Zeit in die Bearbeitung der Videos, wir kümmern uns um Projekte, wir
ja, machen die Videos, machen die Streams, wir sind für euch da und das kostet alles Zeit, ja, denn die Leute, die sich darüber beschweren, ne, dass die Content Creator halt kostenlose Pilze bekommen, ne, die können nicht nachvollziehen, dass wir halt eben auch sehr viel Zeit dafür ja, in Anspruch nehmen, um halt eben auch diesen Content bereitzustellen, ja. Und Lebenszeit kann einen auch keiner ersetzen und deswegen sind das schon mal zwei Faktoren, weswegen so ein Sponsoring auf jeden Fall erstmal für die Content Creator gerechtfertigt ist. Punkt 3 ist folgendermaßen: Wir produzieren ja mit den Pilzen auch sehenswerten Content, je nachdem natürlich, ne, in Anführungszeichen, für euch. Also man kann natürlich auch Free-to-Play sehr guten Content auch bringen. Ja, man muss nicht nur immer Hardcore reinpilzen, aber es ist so, das könnt ihr mir auch nicht absprechen, die meisten wollen Hardcore-Pilz-Action sehen. Deswegen haben die meisten Streams und die meisten Videos, auch wo viele Pilze verbrannt werden, auch wirklich die meiste Aufmerksamkeit. So, das ist erstmal auch der dritte Punkt. Ja, der vierte Punkt ist, dass wir mit unseren Pilzen, die wir bekommen haben, auf den Top-Rängen nicht mithalten können, ohne Eigeninitiative zu zeigen. Das heißt, selbst aktiv Geld in das Spiel zu stecken. Denn wir bekommen nur eine bestimmte Anzahl an Pilzen und die sind auch auf ein bestimmtes Limit gekappt. Das heißt, wir können uns auch nicht unendlich viele Pilze ansparen. Ja, das ist auch schon mehr oder weniger öffentlich. Ich hoffe, ich kann die Info einfach mal so droppen. Ich droppe sie jetzt einfach mal so. Und das ist halt eben auch ein Punkt, wenn die Content Creator, die da oben mitspielen in den obersten Rängen, ja, ganz oben mit dabei sind, dann ist das nicht durch das Sponsoring. Klar, ein Teil davon trägt auch dazu bei. Warum bin ich denn nicht in den Top-Rängen jedes Mal bei jedem Serverstart? Weil ich abseits von dem Sponsoring kein Geld in das Spiel reinstecke. Und auf neuen Serverstarts. Ne? Auf den alten Servern ist das nochmal was anderes. Da stecke ich auch eigenes Geld rein. Aber auf neuen Serverstarts, da bin ich oben nicht in den Ranglisten mit dabei. Was in der Vergangenheit aber passiert ist, warum sich sehr viele Leute auch aufgeregt haben über diese Thematik mit den Content-Creatern, ist, dass das Ganze Überhand genommen hat. Denn seitdem das Sponsoring da ist und der Creator-Code und alles Mögliche, sind die Creator, das muss man mal auch wirklich mal so sagen, aus dem Boden gesprossen. Und es sind viel, viel mehr Creator da, als zu der Zeit, wo ich mit quasi fast der Einzige gewesen bin, der Shakes and Fidget Content gemacht hatte. Es war lange Zeit wirklich Dürre, ja, in der Content Creator Landschaft und jetzt blüht das Ganze komplett auf, was ich nicht schlecht reden möchte. Ja, ich möchte das nicht schlecht reden, weil das ist was Gutes für das Spiel, für die Community, für das Wachstum von Shakes and Fidget, für den Content. Ja, und das ist eine Win-Win-Situation. Es lockt sehr viele Leute natürlich auch an, dieses Sponsoring als Ziel auch zu nehmen, obwohl ich finde, das sollte man eigentlich nicht machen. Man sollte Content zu dem Spiel machen, weil man das von sich aus möchte und nicht, weil man das Sponsoring möchte. Das ist aber ein Thema für sich, muss ich mal so sagen. Und da möchte ich jetzt auch nicht weiter ins Detail gehen. Ne? Das ist auf jeden Fall eine Win-Win-Situation, sag ich mal, für alle. Deswegen heiße ich das auf jeden Fall gut. Aber was halt eben der Minuspunkt an der ganzen Situation ist, dass halt eben sehr viele Content-Creator auch neu mit dabei sind und dieses Sponsoring nutzen. Und die Chance sehen, auch mal oben mit dabei zu sein, auch wenn sie selbst ein bisschen Geld in die Hand nehmen, weil das trotzdem natürlich auch einen kleinen Puffer gibt. Das hat dazu geführt, dass die letzten Serverstarts wirklich, und deswegen habe ich auch aktiv und auch aus Zeitgründen natürlich, aber ich habe das auch schon natürlich beobachtet. Ich habe ja meine Augen überall in der Szene. Ich kriege ja immer irgendwo immer was mit, so was passiert. Ja? Auch wenn es mir irgendwo immer ein Vögelchen zwitschert, ne? Wenn es um irgendwelche Sachen geht. Alles kriege ich natürlich auch nicht mit, aber viele Sachen kriege ich mit. Und ich habe es natürlich auch beobachtet, dass bei den letzten Serverstarts, wenn man in die Top 31 guckt, ne, wenn man jetzt wirklich so Serverstart, ich rede von Serverstart, ja, die wirklich, ich sag mal, auf einen Monat, ne, den ersten Monat nach Serverstart begrenzt, dann waren in den Top 31 vielleicht, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8, 9 Content Creator, ja, die in den Top-Rängen sich getummelt haben. Das kann ich nachvollziehen, dass das sehr viele Spieler auch irgendwo nervt und die sich denken,
Ja, die kriegen ja alles in den Arsch geblasen und sind da auf den Top-Rängen und schimmeln da rum. Und das sind ja diese dummen Content-Creator-Schweine, Sponsorsschweine, so, ne, die sich dann darüber aufregen. Kann ich nachvollziehen, aber auf den Punkt nochmal zurück beobachtet, die stehen nicht umsonst da oben, die haben auch sehr viel eigenes Geld aus eigener Tasche in das Spiel gepumpt, um halt eben da oben mitzuspielen. Ja, trotzdem kann ich den Punkt von sehr vielen Leuten auch nachvollziehen, die dann sagen, okay, das hat jetzt irgendwie alles Überhand genommen. Und ich bin bei euch. Das hat auch alles Überhand genommen, weil es auch so viele neue Content Creator gibt, die auch bei jedem Serverstart mit dabei sind. Ich spreche mich davon ja nicht frei. Ich bin ja auch bei jedem Serverstart mit dabei, aber ich spiele ja nicht Tryhard, ne? Aber ganz viele Content Creator spielen halt eben diesen Tryhard Playstyle, weil sie das halt eben auch sehr gerne mögen, so zu spielen. Ja? Das sorgt aber natürlich für ein für ein Unwohlsein, sag ich mal, bei der Spielerschaft. So, und deswegen kam jetzt auch die Beschwerde aus der Community, dass das Ganze irgendwie mal gebalanced werden muss. Und da zeige ich euch jetzt mal, wie viel jeder Content Creator von uns jetzt halt eben offiziell an Pilzen bekommt. Und das Ganze ist gestern tatsächlich erschienen und ist halt eben heute offiziell. Und wir dürfen das jetzt mit euch jetzt auch offiziell kommunizieren. Und zwar Producer Notes Nummer 17. Wir möchten euch über wichtige Neuerungen informieren, die das Spielerlebnis für alle verbessern sollen. Uns ist bewusst, dass die Unterstützung unserer Content Creator mit kostenlosen Pilzen zu Diskussionen geführt hat. Wir möchten klarstellen, die Vergabe von Pilzen ist kein Geschenk, sondern eine Anerkennung und Wertschätzung für die Arbeit und den kreativen Einsatz, den unsere Content Creator tagtäglich leisten. Einige von euch haben Bedenken geäußert, dass dies die Wettbewerbsfähigkeit beeinflusst. Wir nehmen euer Feedback ernst und haben ein neues automatisiertes System eingeführt, um die Pilze fair ausgewogen zu verteilen. Das Ziel ist es, ein harmonisches Spielerlebnis für alle zu schaffen. Es geht nicht nur um die Anzahl der Abonnenten, wenn es um Unterstützung geht. Wir berücksichtigen unter anderem auch die Qualität der Inhalte und durchschnittliche Zuschauerzahlen. Wir wollen Content Creator fördern, die mit Leidenschaft und Hingabe dabei sind. Mit unserem neuen System werden die Pilze nun nach Stufe und festgelegten Caps verteilt, wobei eine Balance zwischen unterstützten Charakteren und dem restlichen Spielerfeld angestrebt wird. Hierdurch stellen wir Chancengleichheit sicher und dass niemand ungewollt in den Ranglisten dominiert, was halt eben die letzten Monate passiert ist, und deswegen kann ich das auch komplett nachvollziehen. Pilz Preset, höchste Stufe. Tägliche Pilze, von Level 2 bis Level 300, 500 pro Tag. Ja, also wir bekommen 500 Pilze pro Tag bis Stufe 300. Das ist auf jeden Fall natürlich eine Menge. Das hört sich auch für viele von euch nach sehr viel an. Wenn man aber halt eben einen Content zeigen möchte, der halt eben auch pilzintensiv ist, mit viel Skipperei, mit viel Steine skippen, mit viel Dungeons geböllern, Sammelalbum pushen, alles Mögliche, dann ist das natürlich immer noch viel, aber für solche Videos, das geht so schnell weg, ihr glaubt nicht, wie viele Pilze ich halt eben nach Serverstart schon wirklich einfach nur weggeballert habe, weil ich halt irgendwelche Dungeons oder Steine geskippt habe. Ne? Also das bis Stufe 300. Von Level 301 bis Stufe 400 bekommen wir dann nur noch die Hälfte. Das sind dann 250 Pilze, weil wir bis dahin natürlich auch eine gewisse Art und Weise schon Progress gemacht haben. Ihr dürft auch nicht vergessen, dass das alles gekappt ist. Wir können uns diese Pilze nicht unendlich ansparen. Ja? Ich weiß nicht, ob sie nochmal irgendwann veröffentlichen, wo das Cap ist. Das werde ich euch jetzt nicht verraten, aber es gibt auf jeden Fall ein Cap. Ich weiß nicht, wie weit das schon bekannt ist. Möchte ich jetzt mich auch nicht weiter in die Bredouille bringen. Ich weiß jetzt nicht mal genau, ob es erlaubt ist zu sagen, dass es überhaupt ein Cap gibt, aber ich denke mal schon. So, Level 401 bis Stufe 500 dann 125 Pilze und ab Level 501 dann 25 Pilze pro Tag. Änderungen vorbehalten. Ja, und diese Änderungen vorbehalten, die muss ich nochmal wahrscheinlich ein bisschen wahrnehmen in Zukunft, weil 25 Pilze pro Tag, die wir dann ab Stufe 500 bekommen, das mag für den einen oder anderen immer noch sehr viel sein. Natürlich, kann ich auch komplett nachvollziehen. Aber wenn man halt eben Content machen möchte,
auch noch im Late Game, wenn ich jetzt zum Beispiel auf meinem Main die in der Monstergrotte ein bisschen reinpilzen will, dann bringen mir die 25 Pilze pro Tag jetzt nichts, wenn ich noch meinen Daily Stuff mache. Wenn ich bedenke, das Glücksrad 20 Mal drehen, ja, dann haben wir da schon, keine Ahnung, ein Try ist frei, dann haben wir 19 Pilze. Ja, wir bekommen, was weiß ich, vielleicht 6 Pilze wieder oder so. Lass es mal roundabout 15 Pilze sein, die wir für das Glücksrad nehmen. Ne? Dann haben wir die Abenteuerlust, wo wir dann auch noch 10 Pilze bezahlen, dann sind wir schon bei 25. Das heißt, wir können uns gar nichts ansparen. Dann ist es zumindest bei mir so, dass ich jetzt meine Pets oder meine Arena-Angriffe durchskippe. Also ich warte jetzt nicht alle 10 Minuten darauf, dass ich jetzt einen Try frei habe und dann bin ich schon in den Miesen. Ja, das heißt, ab dem Punkt müsste ich persönlich jetzt schon selbst Geld in das Spiel wieder reinstecken. So, ne? Deswegen finde ich 25 Pilze für einen Content-Creator nicht unbedingt angemessen. Könnt ihr mir natürlich sehr gerne mal eure konstruktive Meinung dazu in die Kommentare schreiben, generell zu dem ganzen Thema. Sehr gerne mal eure konstruktive Kritik mal in die Kommentare. Ja, und 25 Pilze, und das ist öffentlich, bekommen nämlich die Discord, die Shakes and Fidget Tavernen, Discord Helfer, Admins, Mentoren, alle, die da auf jeden Fall irgendwie Hilfestellung leisten auf Discord, bekommen 25 Pilze pro Tag. Das ist auch in Ordnung, weil die unterstützen auch irgendwo Shakes and Fidget in dem, was sie machen, weil sie halt eben für den Discord zuständig sind irgendwo und den halt eben mit Liebe behandeln und sehr viel Support geben. Und das ist für Shakes and Fidget an sich oder Player Games eine große Erleichterung, weil die sich halt um den Service von dem Discord selbst gar nicht kümmern müssen. Das machen Community-Mitglieder und die sollen auch vergütet werden. Ja? Die erstellen aber keinen Content. Und für Content braucht man halt auch in einer gewissen Art und Weise irgendwo Pilze. So, und wenn man das halt eben als Content Creator jetzt nicht hat, dann können wir damit halt auch eben jetzt so keinen Content machen. Ich höre jetzt schon das Argument, ey, du bekommst doch jetzt hier voll viel Geld durch den Creator Code und so. Ne? Ja, ist auch richtig. Kann man auch definitiv mit bezahlen. Ne? Stecke ich auch natürlich in die Chars was rein so. Ist aber halt eben zu dem Sponsoring, was vorher gewesen ist, worüber ich natürlich jetzt nicht mit euch kommunizieren darf, natürlich etwas geringer, sag ich mal. Starterpakete, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, Bonuspilze 3000 für Legendary Dungeons, 1000 für Elevator. Das heißt, wir bekommen einmalig, wenn ein LD ist, 3k und für einen Elevator einmalig 1k. Also wir bekommen eine kleine Finanzspritze sozusagen, wenn pilzintensive Events released werden. Ja, das ist auch in Ordnung, aber für den Content abseits davon, und ihr wisst, wie schnell auch 3k Pilze für einen Legendary Dungeon weg sind, das wisst ihr selbst, ist halt in Ordnung auf jeden Fall. Habe ich vorher nicht bekommen, muss ich dazu sagen, aber ist natürlich eine schöne Sache. Abseits davon natürlich, diese 25 Pilze kann ich persönlich zwischen den Events jetzt nicht viel mit anfangen so, ne? Und dieses Ding mit diesem Creator Code, das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Sache, weil da möchte ich auch sehr gerne nochmal auf meine 3 bis 4 Anfangspunkte hinweisen, von wegen Lebenszeit, Arbeit, die da reinfließt und Werbung für das Spiel. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel es eigentlich wert ist, Werbung für ein Browser-Game zu machen. Was das für einen positiven finanziellen Impact sorgt für Shakes and Fidget und Player Games, das kann man damit mit sponsorten Pilzen nicht aufwiegen. Deswegen ist das auf jeden Fall, kann ich mal so sagen, gerechtfertigt. Aus meiner Wahrnehmung. Ihr wisst natürlich nicht, was ich insgesamt so für Shakes and Fidget und Player Games an Umsatz geschaffen habe, alleine durch den Creator Code. Und dann möchte ich aber auch nicht wissen, wie viele Leute da draußen es gibt, die halt auch meine Videos verfolgen und so und nicht den Creator Code benutzen. Ja, ich kann es nur anhand dessen natürlich abschätzen, was halt Player Games oder was ich an Umsatz für Player Games gemacht habe, anhand des Creator Codes. Aber die schwarze Ziffer, sag ich mal, die Dunkelziffer, die ist natürlich wahrscheinlich auch noch deutlich höher. Ne? Kann ich euch natürlich jetzt nicht sagen, wie viel das ist. Aber da sind die free gesponserten Pilze wirklich, ne?
will dazu nichts sagen. Ihr könnt es euch denken, vielleicht. Eigentlich könnt ihr es euch nicht denken. Es ist absurd. Die Neuerungen gelten für neue Charaktere auf neuen Servern sofort und werden für bestehende Charaktere schrittweise umgesetzt. Wir schätzen eure Leidenschaft und das Engagement, das ihr in Shakes & Fidget steckt. Diese Änderungen sind ein Schritt, um das Spiel für alle gerechter und spannender zu gestalten. Bei Fragen oder Anregungen wendet euch gerne an uns. Und das wollte ich euch jetzt nur noch mal zeigen. Ja, dass das Ganze jetzt erstmal soweit öffentlich ist, was wir in Zukunft bekommen. Das heißt, man braucht da jetzt auch nicht großartig nochmal irgendwie nachfragen oder so, beziehungsweise ist halt jetzt komplette Transparenz gegeben aus Seiten der Content Creator so, ne? Und ich würde da natürlich auch sehr gerne mal eure Meinung zu wissen. Ich weiß, dass es halt auch viele da draußen gibt, die uns Content Creator nicht mögen. Ne? Euch bitte ich jetzt auch speziell, auch wenn ihr meine Videos auch immer lurkmäßig mitverfolgt und nie Kommentare schreibt, weil ihr euch vielleicht nicht zu kennen geben wollt und mich nicht mögt oder die Content Creator nicht mögt. Nicht mal uns persönlich, sondern einfach das Ding, dass wir Content Creator sind. Da gibt es einige da draußen. Ja? Und es gibt auch einige da draußen, die zum Beispiel uns oder mich jetzt in dem Fall gemocht haben, dann Content Creator wurden und dann auf einmal gesagt haben, nö, jetzt ist vorbei, jetzt mag ich dich nicht mehr. So richtig kindergartenmäßig, ja. Und das ist natürlich eine Sache, die kann ich irgendwo auch nicht nachvollziehen, aber gerade auch euch. Ja, gerade euch, die uns Content Creator nicht mögen, bitte ich auch sehr gerne mal einen Kommentar dazu lassen und mal auch eure Meinung hier unter den Kommentaren mal zu schreiben. Ja, und natürlich auch an alle anderen Leute, die für das, was wir machen, Verständnis haben, können natürlich auch sehr gerne eure Meinung unter den Kommentaren schreiben. Ich bin sehr gespannt und lese mir auf jeden Fall alles durch, auch wenn ich nicht auf alles antworte so. Aber ich werde auf jeden Fall mir alles durchlesen, was unter diesem Video jetzt geschrieben wird, sei es positiv, sei es negativ oder halt eben gewünschte konstruktive Kritik zu dem Thema, weil es halt eben auch ein sehr heikles Thema irgendwo ist und deswegen bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuhören bis dato. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so lange hier geht, aber das wollte ich auf jeden Fall mal loswerden. War auch nochmal ein kleiner Real Talk am Rande hier wie Bordsteine und deswegen vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, was ihr dazu zu sagen habt zu der ganzen Thematik. Und das war es soweit von mir. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.